We hebben aanvangen met zingen. We hebben de eerste Duitse beker nemen en draaien nummer 36. Nummer 36. So. O mein Jesu, du bist wert, dass man dich im Stall beehrt, dass man dich beständig lobt und ehrt. Niemand ist so gut wie du, meine Seele jost dir zu, meine Seele jost dir freudig zu. Von der Erde reißt mich los, meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus hin. Deine Hand hat mich gemacht, wunderbar ans Licht gebracht, wunderbar ans helle Licht gebracht. Und dein Blut hat mich erlöst, dass ich ewig sei getröst, dass ich nun auf ewig sei getröst. Von der Erde reißt mich los, meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus hin. Huldreich blickest du mich an, sagst mir, dass ich kommen kann, sagst mir, dass ich zu dir kommen kann. Und dass du der Sünden Schuld nicht gedenkst nach deiner Huld, nicht gedenkst nach deiner Gnade und Huld. Von der Erde reißt mich los, meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus hin. Im nächsten die engelsche beker nemen. Draai nummer 560. $460. I am trusting day by day in His word. Oh, the sweetness of His voice I have heard. Lovingly the Master called, come to me. And my heart replied, I'll come, Lord, to Thee. I am trusting, I am trusting in my Lord and my King. I am trusting, all the richness of His grace I would sing. I'm rejoicing in a hope as I roam, for I know each day I'm nearer my home. 'Tis the hand divine that's leading me on, and will guide me till the shadows are gone. I am trusting in my Lord and my King. I am trusting, all the richness of His grace I will
would sing. Christ the fainting soul with love doth restore, for we magnify and fame and adore. Unto him my heart's devotion I bring, all secured and safely rest neath his wing. I am trusting, I am trusting in my Lord and my King. I am trusting, all the richness of his grace I would sing. Christ the anchor of my soul still shall be, though my bark is gladly tossed on life's sea, o'er the waves I hear his words of command. In the tempest doth his voice understand. I am trusting in my Lord and my King. I am trusting, all the richness of his grace I would sing. Number 521. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from the riven side which flowed be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power, not the labor of my hands can fulfill the law's demands. Could my zeal nor respite know, could my tears forever flow, all for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Fall I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when my heartstrings break in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Maurice, mag die hand Gottes waren Eva hier in dem Zahn von da. Und wir von Gott sind gut reden, dass wir können durch abgefällt worden. Und Philipper Feier sagt, es freut euch. Und manchmal
verjährendste Freiheit vielleicht mehr. Und nu weet ik gleich, für was wir uns noch frei sind. Aber wenn ich checke noch, was die einfach mal abhören, das sagt, dass unsere Nomen im Lebensbuch geschrieben sind. So dass ja von so 14 Uhr uns zu frei, wenn wir weiter, dass da unsere Nomen im Lebensbuch bei sind. Dann ist es auch 14 mal klar, dass wir nicht bloß nur den Titel gedenken, checken wir uns frei, aber wir checken eine Ewigkeit an, wir uns frei. Waarom van fire bet nee eeuwig gaan van nou en zijn wat we door kriegen. Flipper fire, vers fire anfangen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagen für Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Weiter, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohllautet, ist irgendeine Tugend, ist irgendein Lob, dem denket nach. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. So wenn ich denke ans Freie und dann ging ich denken noch 1. Korinther 6, Vers 20 und 21. Dort redet von, dass wir sind Bier gekauft worden. So, an der Umstände, wie wir vorher werden, da wir nicht was zum Freie, aber willst wie losgekauft sind, das was uns eine Freiheit geben hat. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst, denn ihr seid teuer erkauft. Darum so preiset Gott mit eurem Leben und mit eurem Geiste, welche sind Gottes. So wir sind uns ja von der Freiheit, dass wir können im Tempel Gottes sein, dass wir mit der Herr Jesus an uns wohnen können. Und wir sind losgekauft worden von das oude Leben, was da bis an uns selbst dreht, unsere selfische Natur, da sind wir von losgekauft. Und solange wir unsere selfische Natur dienen, dann haben wir bloß dann Freiheit, wenn wir ganz krank ans Wahl kriegen. Und wenn wir einmal davon losgekauft sind, dann haben wir die Freiheit in Christus haben. Das ist hier in der Vers sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. So, dann sind wir gekaufte. Wir sind der Herr ist der Einnehmer für uns. Und da haben wir uns dann frei. Und so die Gedanken drehen um Christus, wenn wir denken an die Freiheit haben. Die tun dann nicht mehr um uns selbst drehen. Dann Vers 5. Eure Freundlichkeit lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. So das dreht uns an die Gedanken waren mit dem Herrn. Wenn der Herr ist dich bei, wenn er auf uns gekauft und wir sind ein Arm. So dort macht das, dass wir uns frei kennen und wir können dort rüttbringen. Wir können dort dat laten kund zijn. Wir können uns nichts mit mitteilen, dass eine Freiheit ist, was wir in Christus haben. Und dann Vers 6 sagt, sorget nichts. Und das ist auch manchmal schwer, aber ich muss mal rennen, nicht zu sorgen.
En we hebben vielleicht auch een deel wegbeleefnissen en we weten niet hoe het alle wat blijven. En dan hebben we een vuurmat. En dan schijnt het niet passen, dat was eens voor geweest, liggen laten. En het zegt hier, aber zorg het niks. Zo wat zijn we dan doen. En daar heeft Petrus zei van een rood ver. Hij zei, alle eure zorgen werfen op één, dan er zorgt voor euch. Zoals het dreht aan zich danken aan wat Christus van zich doen heeft. Hij heeft alles op zich genomen. En we kunnen aan de zorgen aanbrengen en laat aan dan met schaffen, met de zaken wat we door hebben. En wanneer hij de eerste sterke zijn heeft, dan krijgt dat alles naar achter steed. En daar was niet meer zorgen om. En hij kümmert zich om dat het alles rechtig wordt toegaan. En dan een paar versen nemen met Römer 8, vers 31 en 32. Daar redt het van dat wanneer God voor ons is, wer kan dan nog geen ons zijn? En dat is ook een troost wat we kunnen hebben. Was wollen we hier zu sagen? Es Gott für uns, wer mag wider uns sein? So an die Allmacht Gottes voor ons is, wat wil er nog kunnen heen ons komen? Wat ons te kunnen en zorg brengen? So dat eenmaal zijn kan dat we zijn op die ziet, wie God alles in de hand heeft, dan durven we niet meer zorgen, dan eenmaal dan gaan we ganz geloten. Aan zijn ding bij Jezus handelen en hij wat hij traag zaten, zoals aan dat gefällt. Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat so eine Liebe für uns, dass er sein Innersehen nicht schonen deed. En wanneer denk aan dat hij zijn zin ewig had om ons te helpen, dan hebben we een zeer hoge value. En wat we dan niet kunnen, alle zorgen op hem leggen. En hem laten dat alle traagstalen voor ons leven. En wanneer hij dus alle traagstalen heeft, dan kunnen we ons vrij. Manchmal zit ons zo dat veel nog moet weiterstalen. Maar wanneer we dat zijn kennen dat God dat allemaal alles in zijn hang heeft, dan kunnen we de manchmal geduldig leren met hij de openbaringen geven dat. En dan Philipper 4 vers we horen van zorgen, sondern in allen Dingen lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagen für Gott kund werden. Wanneer we God aan die moet zijn wat we zullen, dan kunnen we hem eenmaal onze bedürfnissen met een danksagen voor aanbrengen. Wanneer we weten dat hij wat zich daarvan weet. En so wanneer we dat niet geloven kunnen, of niet voeten kunnen, waar God dan de mogelijkheid heeft om te gaan, dan kunnen we meestal niet met een dank voor God komen. Maar wanneer we eenmaal vertrouwen hebben dat hij wordt terugstellen, zodat het beste is, dan kunnen we met een dank voor God komen. En we kunnen ons dan vrij. En dan vers 7. Und der Friede Gottes, welcher höher ist dan alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. En die Vernunft, dat heeft zich zo als dat wat ons duidelijk is. De Friede Gottes, wat er eeuwig ons familie te denken.
die kan onze harten bewaren aan Christus. Så dat draait aan zijn danken waar dat terug naar de almacht Gottes. Want wir kan nicht weten, aber wir können die Sache für Gott leihen en hij wordt ans hart en ans zijn bewaren. Jezus sagt in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Sodass ans hart soll keine ruhig sein für Gott. En dat we ons niet erschraken. Dit zegt Jezus Jods ver am vastgenomen wordt. Hij zei dat Petrus dat hij hem weer dreimal verleden. En door hij eraan zegt hij, euer Herz erschrecke niet. So al dat ganze begevenis waar Jezus wordt vastgenomen en afgestoten, daar zegt hij, euer Herz erschrecke niet. En we weten dat de jingen hadden nog niet de openbaring. Zij verschrakken zich dat Jezus nieuw vastgenomen wordt en zij wisten niet wat alle ging. Maar als zij eerst zagen dat Jezus afgestoten werd, dan eenmaal wordt dan alles klaar wat Jezus gereed had. En zij worden getreist. So, wanneer we dat weten, Jezus is voor ons gestorven, hij heeft de prijs getoeld voor ons, hij heeft ons betoeld, hij heeft ons gekauft, dan gaan we loten zijn. En we aan God geloven en aan Jezus geloven. Dan als dan je loten hebt bijna. En Petrus redt in 1. Petrus 1, Vers 13 van, begürtet die Landen eures Gebiets. Onze Gemieter, die zijn met een abgepuffte wal, wat er van wind op een dolpist. En zo hij dat de moeten spreken. Dat hij moet een beetje een bal dran nemen, dat met vastbingen. Dat hij niet was op een dolpist redt. En zodat het hart niet versterken dat. Ans gemiet dat vielleicht leicht hebben doel want we es nicht sicher feilen nicht manchmal kommen Dinge ab wat we nicht weten wat alle Wahrheit ist en dat maakt het gemiet manchmal so lausig en dan fehlt dat bij doel te brengen. Daarom umgürtet die Landen eures Gebiets, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. So wanneer we aanwaren dat het aanvangt uneasy te feilen, abgerecht zijn, dan waren we dat dus maar ganz op de genade lagen. Dat wenn we weten, we kunnen zelfs anyway niks meer doen. En waar we ons ganz aan Christus aanleggen, dat je niet meer met doel brengen, dat het ruhig wordt en dan ganz aan Christus ons naam geven. Dat we niet durven afgerecht zijn over dingen wat er ons passeren, of een sorry over wat we met dingen doen willen, dan gaan we de beschans en God zijn hang leggen en ons op zijn genade verlaten. En vers 8, da sagt het weiter, Brüder, was wahrhaftig ist. En wat meint wahrhaftigkeit? Können wir sagen, vielleicht Wahrheit. Aber das redet nicht von so einem Ding als, das ist ein Ding, was wir nur denken sollen. So, da haben wir uns een stichveer geschreven. We kunnen met onze denklijst, we kunnen bijna ons afhouden. We worden vredelijk over zijn. Dus de ene vers zegt, zo wordt er Gottes Friedens met euch zijn.
So wenn wir an diese Form, an das Hack bleiben, an sie danken, dann wird der Frieden ruhen ab uns. Und dann, wenn wir dann immer weiter sind und denken, was die Wahrheit sind, dann denken wir vielleicht, het Wahrheit dat de duivel mij bestolen had. En het Wahrheit dat de nobers het koos naar het squadie was. En het Wahrheit dat anderen mij heeft dan gezegd. Dan geloof je al wie dan de Wahrheit die meeste dingen nog denken. Maar ik geloof dat het hier van ring aan zes wordt. Ik geloof dat het hier van, wanneer hij zegt was wahrhaftig is. Wat is wahrhaftig? Dat andere steht, wo das wird gebruikt, das wahrhaftig ist, Jesus seine Jünger manchmal sagen, ist wahrhaftig auferstanden. Und ist nur die Sinn gekommen. So das ist, wenn wir wahrhaftig wollen nachdenken, dann wollen wir nur denken, dass Jesus wirklich abgestanden ist und er hat die Sinn besorgt. Und wenn wir dort nachdenken, dort ja von uns ein Frieden. Und wir uns dabei einen Druck machen, was wahrhaftig ist. So, Gott ist wahrhaftig, und Jesus ist wahrhaftig. Und wenn wir an so ein Ding fokussen, uns bei der Not zu denken, und dann wird der Frieden ab dort kommen. Und dann das nächste ist hier, was ehrbar ist. So ein Wort von Ding, es wird die Ehre. Und dann in Offenbarung, Vers 11 sagt es, du bist würdig zu nehmen, Preis, Lob und Ehre. So, dann ist es klar, dass das redet von, was der werteste Ehre, was da ehrbar ist, was da soll geehrt worden. Und dort ist die Sehen Gottes, das ist das Lamm, was erst geschlagen wurde für mich und die. Dort Lamm ist wird die Ehre. So das dreht uns die Gedanken war Rama Christus. Und dann wird der Frieden auf uns ruhen. Und wir uns die Danke an Christus verwilden, wenn er ist, da wird wird es die Ehre. Und wir haben so eine Fall, dass die Kinder selber alle ehren, wie sie das sind einzelne Menschen, wir sind in Angestellte, sie werden ihre Hölle. Aber ich glaube, wenn redet von ehrbar, das redet von, was deibert aus plus, dass wir so Menschen ihre selber, dass wir selber dort nur dem denken, wer really die ihr verdient hat. Und dann was gerecht. Und Römer 3, Vers 10 sagt es, du hast nicht ein Mensch, was gerecht ist. So wie, das lenkt uns nicht nur ein Mensch nur denken. Wenn man was gerecht ist, das ist Gott ist gerecht und Jesus Christus ist gerecht. So das wird uns noch nur Jesus Christus nur denken. Und dann nächste habe was rein. Und dann kann ich wirklich nicht an einen Mensch denken, wenn es hier in Römer sagt, dass kein Mensch gerecht ist. Du hast keiner rein besiegt, was von Jesus im Blut rein gemacht ist. So das lenkt uns nur Jesus Christus und dass wir rein ganz aufhängig sind von Jesus, dass er uns rein gemacht hat und dass ja von gleichlich Gefühl, wenn wir dort nur denken und dass Jesus hat mit seinem Blut uns gekauft und er hat uns rein gemacht und dann, wenn wir denken an die Unterschied zwischen Grieß und Sinn sein oder reingewaschen sein, dann haben wir einmal uns dort in Frieden. So wird Gott des Friedens mit euch sein. Und was lieblich, was da leiftolich ist, und was ist da lieblich, als dass die Sinn Gottes wahrlich wir sein Leben zu uns in Tischhandel zu machen, dass die unsere Sinn nehmen und uns freisprechen. Wollen wir, was wird lieblicher sein, als die Wahrlichkeit, was Jesus zu uns hat. Und dann,
was wohllotet, wat smaakt taubstammig dat. En dan gaan we niet die ding nadenken, wat confusing maken. Dan zijn zo'n ding wat we zijn niet gaan, dat stemt taub. Dan, en dat maakt ons glücklich, wanneer we een soort vinden, und dit en dort en ja, dat stemt taub, dan maakt het te verlässig. Dan gaan we hem de grondzaad op dat. En wat is te verlässig, ja, als dat wat God zelf zei dat. So God zijn woord nadenken, wenn dat taubstammen. En checken de Bibel van verder bij hängen, die stemt taub. So dat is was wel lotet. Zodat ons woord Gottes nemen en daarbij ons vertiefen. Dort nadenken. Dat geeft ons vrede. Is irgendeine Tugend. So sind wat eine Tugend, dat is wat goud is. En is irgendein Lob. Dan draai je gedanken wat terug naar de loop in ihr gebed is wat God würdig weer te nemen, dat lam weer würdig loop te nemen. Zijn maakt ons dat wat aan Christus te denken. En hij is würdig loop te nemen, zodat hij waarlijk weer de tooling te maken voor ons lustigheid, van onze eigenheid. So, dit zijn dingen waar we wat ons een rood gegeven is, hoe bijna we onze gedanken draaien kunnen. En ik geloof dat je dat wordt proeven, je wordt een wonder, wel vredelijk, te leven veilig dat. En aan deze dingen worden je gedanken bijna ram schweven. En steeds Schwierigkeiten nadenken. Dat is een grote onderscheid. En vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So deze ding nur denken. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. En so wir haben gelegenheid zum Frieden te komen. En aan das 4. Vers war wanneer we dit eerst nooit gedacht hebben, dan is het niet meer een gezaad, de 4. Vers, freut euch. Dan eenmaal is er bloos vrede am hart. Wanneer we eerst geleerd hebben, deze ding nadenken, wat hier in 8. Vers bijna heeft. Dan eenmaal dan dat er bloos vrede uitkomen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, en abermals sage ich, freut euch. Zodat du hast niet alleen het vrij te worden en vredig te worden. Zo wie das dort, dan willen we nog wat zingen. Feierhundert. Wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlöser im Himmel vereint, und dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein in des Heilandes Krone als Stein. Wird sammeln zur heiligen Schar. All die Seinen, die im Blute sich waschen, recht klar. Und dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein in des Heilandes Kreuz.
auf Gestein. Drum ihr Größen und ihr Kleinen, gebt Jesu das Herz. Macht seilig, macht herrlich, führt himmelwärts. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein in das Heiland des Krone, als Sedel Gestein. Da war wir die Bekanntmachung mit Evergon. Dat is deze week waar de week waar die kerkgroeps willen trafen. Dat is de kerkgroeps overgeeft wat ze, of ze er wat van maken willen of niet. En wenn Bruderschaft hier kan bulletin no lezen wat daar gepland is. En dan is er nog een vrouw nog gebeden. Jacob Beukman is al een paar weken ziemlich schwer krank. So die Frau noch gebeten. En dan gebetsanliggers voor deze week. Wat ik hier zo even lezen als het hier abgeschreven is. Dass der Glaube an Christus zu dieser Zeit mehr zum Vorschein komme. Zweitens, dass Gläubige nicht mütterlos werden, nicht gegen Angestellte schalten, sondern als Licht erscheinen und im Glauben beten. Nächste, dass wir in allen Dingen des Herrn Willen erkennen, im Glauben vorwärts schreiten. Nächste, dass wir mit dem Evangelium nicht schweigen, innen und außer der Gemeinde. Für Gemeindeleiter, dass sie eine klare Vision haben. Und dann auch, dass Regierungsbeamte treu und unparteiisch das Land vorstehen könnten. So sind Gedanken, wat we deze week dan wel met metro en we bedenken. Maar hier is nog eind. Für solche, die wegen Reisenbeschränkungen von ihre Familien getrennt sind. Wir sind nicht alle Menschen, die da gleich mit ihrer Familie top sind, was da gerne würde sein. Wenn eine Reise nicht sehr getroffen zu werden, sonst da auch gedenken. Dann werden wir noch ans Hauptnägel in Gebet, bevor wir übergehen nach der Botschaft. Und vor dem Himmel, wir danken dir, dass du wahrhaftig bist. Wenn ich darüber zweifle an die, dass wir in Saal das Wort Gottes haben, wir uns gerne gerne vertiefen. Und wir danken für das Geschenk, dass es von uns noch mal einen Tag gegeben, wo wir können. Und den Wort dann checken, das anhören. Und muss auch weiter sehen met dat wat hij op mijn hart heeft, dat we het kunnen horen en dat hij kan dat met veiligheid en met recht weer doorbrengen, dat we kunnen gezien worden en al die wat het hier kunnen zien krijgen van. En we brengen het verhaalnis van Jacob Beukman voor die haar, want dan alle aantal lieden dat moest die hand door eeuwen haar en dat die dingen door de vlei, die courage geven en openbaring geven wat ze doen kunnen. En dat kan gezien worden. Weer in Jezus naam. Amen. Ik wens die Gottes Nähe an jedem einen,
wo immer der ist. Gott kann dich bei sein, durch sein Wort, was wir hier von oben aufzudagen haben. Jesus wordt vom Satan versucht, und nachdem dat hij versucht wird, dann sagt er in Lukas 4, dann kommt er nach Galiläa, und durch Nazareth, dann kommt er in die Schule hin. So ist es gewandt wir am Sabbat, dann kommen sie taub. Dann sagt er dann stund er ab, dann will er lesen. Das geeft mir ein bisschen Gedanken. Jesus kommt in die Schule hin, er steht op, und er will lesen. Das ist doch nicht interessant, dass Jesus lesen will. So, dann möchten wir von da auch lesen. Wir kommen hier auch, stehen ab zum Lesen, und das Lesen muss dort beitragen, was es dort deed. In aanleiding hier wel van de Philipper 4 van de vrede, en wat de vrede geven deed, en we waren het zo klaar uit, dat de vrede ligt zoveel de bijna, maar dat wat du nadenken is. Dat wat du na te denken hebt, du ligt zo zeer veel bijna. En zo gaan we zijn. We kennen er wat te doen. Dat wat durch ons gedanken draaien deed, hoe bijna we ons druk maken doen. Dat hebben we zoveel te doen. Weer de woord van wat we zullen nadenken. Okay, we zijn helemaal met begrensd, beschränkt, limited, met opkomen. We kennen niet zoals we worden gelijk. Het is niet zoals we willen. En vielleicht hebben we gelijk zoals we willen. Maar wie worden gleich alle top te komen. We zijn dit niet reich. We denken dat mag niet zijn. En wat doen we nog denken? Groot wat we doen Philipper van denken. Als dat wat u denken is, als dat rein, pure. Ik had krijg dat in wat zijn gedanken. Hier we dat aan Philipper 5 verzag. Dat denken wat u denkt. En dat is het niet. Als dat zijn wat rein is. Are your thoughts pure? Dus dat zo hebben we de weerbanen van de waarheid, van gerecht en wat eerbaar weer. Dat weer zo'n weer wat de banen weer. En dat nooit te denken. Maar dan valt ik dat nog met zo vast, gebonden. Hier in Lukas 4, wo Jesus absteht, dan wil hij lezen, dan wordt hem een boek gereikt, en dan laat hij daarbij. En im 18e vers, daar vingen we dit, en nu waar we vandaag met boven zijn, we worden in een plekje hier, en met de lijn gaan, Lukas 4, 18, wo Jezus dit lezen deed, met dat boek wat hem gereikt wordt, wat krijg op arm gediet is. Dort ist der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass mich gesalbt hat. Hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Hier redet von free zijn, von los zijn, von ledig, nicht gebunden zijn. Op Engels zei to set at liberty, eine vrijheid neergezet te zijn. En dat is waarom dat. Hier zegt het zo klaar, te heilen zijn hart is dat. Zie ik ook aan je dit? Traf ik ook aan je dit, dat hij geschickt ist, zu heilen, das verstandene Hort. Einerlei, wat ons Hort weidet, wenn das gebrochen ist, zwei gebrochen ist, das ist leicht zu tun, das ist, du nennt es checken, wo zwei das ist. En wat du geworden ist. En dan gaan we ons dan komen in de zelfsbejammerung. Dat betekent dat is ook treurig. Dat deed zo wij. En zijn zelfsbejammer, dat is een beetje een betijbungspijl aannemen. Dat je wat aan te nemen, dat een beetje betijben. Wanneer er irgendwo wat een maat gevoel is, dan voelt zich dat zo, dat is een beetje betijbt.
Aber in Wirklichkeit, als dort scheint, wo weit kommen wir damit? Ich habe bloß dort Bild damit, mit wo wir ramdenken. Ich hatte wohl in Anfang von den Dingen, wo wir so even nachdenken, wo wir nachdenken, wenn wir uns selbst bejammern, damit kommen wir nicht wieder. Und da wird bloß Krieg hier mit betreiben. Und hier sagt es, hij heeft sie geschickt, um dich zu heilen. Und dann kommen wir Gott wieder, wenn wir das annehmen, dann, wozu er geschickt ist. Nächste Seite hier zu predigen, die Gefangenen, dass die alle los sind. Dort in Israel, das ist Jesaja, das abschrieben, wie so 150 Jahre, das Volk Israel gefangen weggeführt wird. Oder ich soll sagen, das Volk Israel, das vielleicht sagen, diese Zeit, dann hier dort lebt mit existiert, dass wir der Stamm Juda, oder das Reich Juda, dort wir bestand noch, in das Stamm der Israel, dass wir uitgegangen. Und hier sitzt so, erst diese sagt, er soll predigen, die Gefangenen los sein soll. So ungefähr 150 Jahre, wie nachher dann das Volk Israel gefangen und Babylon geführt wird. Dann sagt er hier all, er soll die Gefangenen predigen, dass die alle los sein. In Israel wird dann 70 Jahre in der Gefangenschaft, der Juda durch dort so, in Babylon. Lang vooruit. Wie hier eine Prophezeiung, wat de Hoffnung den Tag gedaan, hij soll predigen, dass die Gefangenen worden los zijn. Wat van beeldhaft Babylon? Wat meint Babylon? Wel, ik geloof dat meint die Asiatische Staat. En nog een ding wo we vielleicht kunnen ontdenken, dat vrouwen is, wil ze dat God dat volk naar Babylon brengen? Dat volk, de Babylon wordt een grootste staat weer, wo die Pride huizen deed, wo de Weltmacht huizen deed. Wir können sagen, wo viel sind wir? Wann das Volk also sündig wird, wieso braucht Gott das Volk dann nicht weiter trägen in so eine Wüste hinein, durch ich bin bei Sinai, wo er mit das Donnern, mit das Blitze, was war raufkommen, dass das Volk das sei ja nur da getroffen worden. Ich weiß nicht, was das Krieg die Ursache ist, dass Gott sich gewählt hat, Babylon zu brücken, um das Volk Juda zur Ansicht zu bringen. Weinerlei wir, er hat ein vielmal gewarnt für den Sinn. Und wenn wir Babylon bechecken, der Sinn gestaut, aus einer großen Sinn gestaut, dann braucht er einen Krieg nur den Sinn, nur was sie wollen. Nur dort, was sie nicht noch horchen wollen, was er nur wissen will, dann kommt ihr durch, wo ihr hin wollen, wo wir dann gerne so sein. De zin dat immer so staat, dat die helden Mensch länger benen, die viert hem wieder nähen, als die wat hij wil. En Israël dacht, oder Juda soll ich lieber sagen, sie dacht, wie weiter? Sie hadden ook Ansichten. Dat krijgt es met mij en met Dias. Wie geloven manchmal selbst te weten. Hier seht het, hier sagt Jesus, hij is te predigen, de Gefangenen, dat die zullen los zijn. Dort wird Sinn gefangen nehmen. Das haben wir manchmal gesehen, wenn ein Mensch zu den Sinn hat angeregt, der will bloß ein Bestien. Er hat sich dann mit Eva geteilt, wo er das will, dann wird er da rüttwängen, dann wengt er da nicht rütt. Er kann nicht. Ich weiß, dass in den jüngeren Jahren ich denke, wir vielleicht eine Bruderschaft ein Thema von auf ein Bayer schaut oder nicht. Schaut das ein Bayer trinken oder nicht? Und ich kann nicht krank nach holen, wo die uitkommen wir, aber ich freue mich, dass es ungefähr so steht, das ging nicht um ein Bayer. Es geht um den Sinn, der bringt den Mensch wieder, durch Nähen, als er selbst sich holen kann. So, dann würde man dort sagen, der Mensch, wer dort sagt, und dort holen der hält an sich selbst. Er glaubt, er kann selbst deciden, wo weit er kann gehen. Israel oder Juda wordt nu geen bij Babylon. Maar een zeer proste staat. Dat wir eine Gefangenschaft, dat wir eine Knechtschaft, dat wir eine Sklaverei. En ging het dort gar nicht schijn. En 70 Jahre werden ze door, dan worden ze los.
150 oder das sind dann vielleicht über 200 Jahre Eier, wie hier in Falsch in Jesaja, das ist falsch, was Jesus hier lesen, wie in Jesaja 61, das ist der abgeschrieben, du wird geredet von, du werden, die Gefangenen würden gerne los sein. Und dann passiert es auch. Ein Tag ging es ab, können die Menschen wieder tragen nach Jerusalem, durch die Stadtbühne, die Tempelbühne, dann können sie wieder Gott dienen. Die Gefangenschaft, die kriegen eng. Und ich denke, die Gefangenschaft kriegt du mit den eng, dass sie sich nur Gott drehen dürfen. Sie wacker worden dürfen. Gott hat da in Babylon da noch Menschen, was die Propheten, was dem Herrn sein Wort verbreitet haben, und sind Nehemia besonders, sind Maya, so eine klare Vision in Verwachchecken, dass sie lieber waren mit Gott gehen wollen. Jesus hat nicht buchstäblich die Gefängnis der Israeler abgemacht. Hier der nächste sagt hier, die Blinge dort gesagt, sind haben ihre mal getan, sondern was nicht sein können, die können dann weiter sein. Aber das Gefängnis dort soll los sein, weil wir fingen dort noch an Petrus, wie es im Gefängnis wird oder danach, da man einmal wieder durch Feier steht, wo sie wieder Wächter vorbeigehen, du deidet ab. Aber wir sehen, ich finde nicht viel, dass Jesus direkt hat in Gefängnisse der abgemacht. Und dann sagt er aber so klar, dass er soll predigen, dass die Gefangenen sollen los sein. Das nächste habe ich hier die Blinge. Dass das Gesagt abtun wird. Lass mich einmal ein klein bisschen treiben, dass die Gefangenen los sein sollen. Dann nehmen wir das hier von der jährlich, wenn ich in mein Hort was habe, wenn du ein Bediener was hast oder eine Gefangenschaft hast, dann denk daran, Jesus sagt, Jesus will das bringen, dass die Kost los sein. Das ans Gedanken, ans Seil nicht brückgebunden sein. Es steht, da Motor zu sprechen, in der Entscheidung, dass das Ding aus du was in der Sinn versklavt sein oder nicht. Hast du was in Babylon blieben? Oder hast du dort was? Ich glaube, nur nächste von das Blinge, dass die das gesagt wurde haben. Dort wir, so Gott sagt, dann wird nicht sein können, dass Jesus einmal, dass sie machen, dass die sein können. Eine Begebenheit haben Markus 10, wo toen Jesus uit Jericho uitkomen deed, toen zat een blinger, hitte wat, dan schrikt hij, nu was verzekerd hem door te beschwichten, sie moet stil, en hij schrikt luider. Du sehen, Davids, erbarme dich mein. Hij had zo'n verlangen. En wie zei, Jezus roopt hem dan, en wie Jezus hem roepen deed, dan laat hij zijn rok of zijn kleid door, en wordt bozig bij Jezus gebracht, en Jezus vraagt hem, wat weißt du? Wat weißt du, dat ik die doen zal? Dan zegt hij bloos, dat ik zegend werde. Dat wat hij dus zei, ik word gleich te zijn. En Jezus zei, die geloven heeft die helpen. So nu hebben we hier, Jezus deed hem bezijnen. En das Blinger seht gleich, ich würde gleich die Hänger runtergehen. Aber die Folie von seinen Worten, dann fällt Jesus Hänger an. Das sagt es dort in Markus 10. Dort ist dieser gehält, wie das seine können, dort wir sein verlangen, und können seine, wir können ja zufrieden sein. Aber Jesus Hänger an. Und ich glaube, er wird zufrieden. Wir haben schon eine Anleitung. Frieden. Das gibt eine Frieden für das Blinger, dass seinen Wort. En dit zijn het woorden, dan gaat hij Jezus hingen aan. Oh, dat is wondervol. Dit is wat Jezus hier verspreken heeft. En zo is het vandaag. Wanneer ons dat licht vingen heeft, wanneer dat te zijn krijgt, dat Jezus te zijn krijgt, dan heeft hij een verlangen Jezus hingen aan te gaan. En mocht wie dat ook doen. Dat, Jezus heeft hier dat gelezen, en hij is de ervaring daarvan. En nu gaan we zijn worden. Het laatste hier im 18. Vers zegt, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. To set at liberty them that are bruised. Bruised, dat is verspekket. Die vrij te zetten.
Als das nicht versprochen, wie nicht worden, wo der ich komme, wo das speckrig wird sein, wo wir gebrüst worden. Aber hier sitzt so da, sagt dann noch für dies auch dann noch eine Freiheit. Die haben nicht Alleinheit en eine Freiheit te wandelen. Jetzt wil je met het wat ik eerst al had. Die wat een verbroken hart had. Die wat verslagen zijn. Dat die best ganz vrij en ledig kunnen zijn. Dan in 19 Vers sagt uns zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Wat is een angenehme Jahr des Herrn? Wann wir waren terugkijken dort in Jesaja, wo das Vers herstammen deed van. En dan stond die Lothar worden ze gevangen, weggevoerd, ze zijn 70 jaar in Gefangenschaft. En wanneer ze terugdenken, du hast 200 Jahre terug een Vers abgeschreven, die sagt, du wordt een ongenemes jaar vom Herrn zijn. En in die hoopning zijn ze teruggegaan. Nog in dat lei, das angenehme Jahr des Herrn, ein ongenemes Jahr. Hier steht es door zu verkündigen als Evangelium den Armen, de goede Nachricht. En 3 Mose 25, da haben wir das eng von, wo dat ab dies Seite ein halbjahr bekannt je, wo Gott bestalen deed, wo alle 50 Jahre en erlassjahr können wir das nennen, alle 7 Jahre, wir sind Sabbatjahr. En dan wanneer 7 Jahre haben wir, dann wird das 49 Jahre. Dan soll dan dem Versöhnungstag, wel moet hem aanbladeren, in 3 Mose 25. 3 Mose 25. Toen Vers 8. Und du sollst zählen solcher Sabbatjahre 7. Dass 7 Jahre 7-mal gezählt werden und die Zeit der 7 Sabbatjahre machen 49 Jahre. Da sollst du die Posaune lassen blasen durch all euer Land am 10. Tage des 7. Monats, eben am Tage der Versöhnung. Hier dit zou ik ook groot wel naamwengen. Dat is de Tag der Versöhnung. Gott bestalen einmal het jaar zullen zij een dag der Versöhnung en krijgen on des dag, dan zal de persoon zeer luid blozen. Verstehen und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt ein Freijahr ausrufen im Lande allen, die darin wohnen. Denn es ist euer Halbjahr. Das soll ein jeglicher bei euch wieder zu seiner Habe und zu seinem Geschlecht kommen. Das Freijahr, das wir in losloten, das wir in frei waren. Wir haben in Lukas Feier nu Vers 19 und ein angenehmes Jahr des Herrn. Was wird das, was Gott hier bestahlen deed, für das Volk? Wenn ein Oma wieder hat Schuld, wenn das Wort verkauft wird, das wir nicht betont, dass wir in der Stadt, wo jeder einer war, so zu Sinn gekommen, wenn wir hier wieder lesen, dann wird es vielleicht manchmal deutlich, wo das lohnt, dann war das so 3 Jahre vor, beim Hüs dürfen nicht unbedingt, wegen Wort dazu wir, weil ich nicht krieg. Aber was hier sehr klar rüberkommen dass das hier erst das ein Erlassjahr, wo das nur war, und jeder einer kann zu ihnen in das Land kommen, eine Gelegenheit kriegen. So das ist ein angenehmes Jahr des Herrn, kann sein, er hat für 3 Dieten aus dem Staat. Aber von da das angenehme Jahr des Herrn, das wordt hier so klar, krijg in Lukas 5, wie Jesus dat gelesen hat, dat komt er so klar uit, dat is er krijg. Dann hier in Vers 21 in Lukas 5 sagt es, und er fing an zu sagen zu ihnen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Von da ist es erfüllt. Meint das dann, dat is een angenehmes Jahr des Herrn, wat de zonden losmaken deed, dat het evangelium wordt verkondigd, dat gevangenis wordt los, de kost vrij worden, de brukst niet gebonden zijn. Dat is een ongenemes jaar. Meint het dan, want dat van daar erfüllt is, als dat verdient van mij. Dat is een beetje van Jezus van daar bij die het. Hij heeft bij die. En hij bidt die aan. Hij deed die aanbijden dat die last wat u draagt is niet neidig. Het moet gar niet neidig zijn. Mij laat ze die waschmiddel meid. Mij laat ze die last wat u draagt, dat is gar niet neidig. Nou, wat zal ik dan met die last? Nou, die kost mij geven, zegt Jezus.
Ne, aber wenn die dir geben, dann hast du schwor. Ich will nicht haben, Jesus, dass du noch so schwor hast. Mit mir los. Sieh, in den war ich dann versiegt, wie würde gleich de los zu sein, aber wie würde ich wel een fan sein. Somehow, irgendwo, wann wir wohnen, wo wir dann nochmal los worden, de los, dann wollen wir mit nur Jesus, begonstig bei Jesus gehen. Jesus kämpft bis die ihn sagt, dass du sollst los sein. Du sollst los sein von dieser los. Geef dem mal mee. Und du kriegst nur Jesus, aber wenn ich die will geben, dann hast du das schon. Jesus fragt, vertrau mich. Hier sagen wir da in ein Lied am Anfang, I am trusting day by day. Und zu laat im Chor singen wir von, wie wurde the richness of his grace, von dem, wo wir singen, von Gott seine Gnade. Jesus sagt, geef mir die los. Und wenn du Jesus die los geben das, wo wird er die Hand an? Die los wird die schwor mag gehen, oder du meinst nicht gehen kannst. Du leicht meid warst. Der wird Jesus nehmen. Einer steht, sagt, er hat ein Beispiel gebracht, er wird den Männern tun. Das ist der Dieb. Und du wirst das an. Wie hast du ihn los, Jesus? Du wirst an, er wird dir für los. Er sagt zu dir, das hat lang Träger verrecken, ich brauche dich euch drauf. Ich kann nicht stehen, wo ich dir lot. Kannst du frei leben. Wenn die Umstände auch nicht so abgelehnt sind, kriegst du es von da. Wollt je frei leben? In 1. Johannes 5, da redet von Gott in die Gebote te houden, en die Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 4, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott. So das war der Brücke, eine Liebe zu Gott. Dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Wenn wir Josef sein Leben de Lijn checken, Josef, der bei ein Speckers, er wordt gebrust. Und dann bei ein nach dem nächsten Specker, ein Maya Speckers in Ägypten. Wir können nicht finden, dass er Gott nicht gleich deed. Ich glaube von da, dass er da nur Gott deed und dass er beständig bleibt, das hat damit zu tun, er gleich Gott. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wie Jesus das gleich schwor, er gleicht Gott. Und dann wird es nicht schwer. Wenn du sollst eine Maskbrücke abhaben, nicht bestellt wird, du sollst eine Mask abbrücken. Es ist dort schwer. Die Curfew zu holen, es ist dort schwer. Oder nicht gerne zur Versammlung kommen, dass wir alle zur Versammlung haben. Es ist dort schwer. Dann würden wir sagen, ja, das ist. Aber gleichst du Gott. Hier in 1. Johannes 4, Vers 3, wenn wir sich denken, die Gebote sind nicht schwer, wenn du es lebt zu Gott, dann habe ich einen Gedanken von, viele von uns sind al befreit. Und dann ist so eine Tietje was, wo wir verder befreit werden. Wer kann so lange terugdenken als Batan? Ganz Batan, wat ferm befreit. De tijd wat we spazieren deden, daten. Verschieden lang, niet? En de leeft einer zu dem anderen, ein Partner zu dem nächsten. Das Paar und ein ander. Ein Partner der will sich geben von dem nächsten. Hij will dort doen wat dem nächsten gefallen hat. Wo hij dem am besten gefallen kann. Das ist eine Sorte von Leib. In einem Augenblick wird wir alle sagen, dass wir nicht schwer was. Die Zeit, dass wir nicht schwer. So sagt es hier. Lust ein Leben zu Gott. Matthäus 11, je wenkt waar met terug doen en wat je zal zeggen, Jezus zit aan beide. Matthäus 11, vers 28, te zeggen, Jezus, kom naar mij, al die wat je beloden zijn, wat je schwat kämpfen, all that, come unto me, all ye that labor, wat je schroffen doen.
En Jezus heeft ons dat ganz on te beide vrij te maken. So, dan brukt het dus de hingabe. Dan brukt hij dat handgeven door touw, door zijn ongebod. Hij heeft het hier gezegd, der Geist des Herrn is über mir, daarom dat mich gesalbt hat. Hij is een geschakter, hij heeft zijn mission uitgeveld, nu is het vandaag voor mij en voor die. We gaan niet alleen dit te vertrouwen. We gaan niet alleen het ons om dit te stalen. En dan zegt hij, kom naar mij, al die wat je zwaar beloden zijn. En dan zegt hij, ik wil jullie erquicken, ik wil jullie losmaken. Krijgt over hij door zei dat. Ik wil euch erquicken. Neemt op jullie mijn jas, dan leert van mij. Hier hebben we een opgave. Te leren van aan. Dort zit hij in Lukas 4, zegt hij is geschaakt te predigen. Hij is geschaakt tot wieder te rekenen. Nu is die vrouw, best u ook geschaakt? Hast du een last? Kannst du dir losworden? Kannst du leren van Jezus? Hij is zoonvermütig, hij is van harte deemütig. En je wordt een ruwgevinger voor jullie ziel. Dat is wat ik, den weg wat ik dat schakken. En zegt hij door hem daar is ervaren, mijn joch is zonft en mijn last is licht. En wenn we wat terug doen hier, Johannes 4 vers 3. God te gleichen. Wat doen we God gleichen? Dan denk ik aan de geschichte van Hiob. Dat wat Hiob door der ging, am Anfang zegt het zo klar, dat hij verzindigt niet zich, hij hield zich aan God. Dan moeten we een test doen tussen, dat deed zich dat proeven. En dan werden ze alle top, werden ze antwoorden zeker. Maar als God is vrouw, wo is het met dit, wo is het met dat, dan is het dat zij God kunnen zijn. Dus ik dat uitdraaien deed waren, dat zij draaiden zich naar God. Hier zeg maar eenmaal, ik kan zijn, ik zie toch hartzichtig geweest. Dit weer, hij gleich God. En God velde hem op. En God geef hem dat wat hij verloren had, al terug en dan naar Maya. Dat is wat er met komen heeft. Naar God te draaien, God te gleichen. En Johannes 16, nu heeft Jezus nog een verheitung, wel we die verheitung ook metnemen. Dat komt de laatste vers in Evangelium Johannes 16, vers 33. Sonst dit heb ik met jullie gereed, dat die en mij vrede hebben. Dus wenn we aanleiding al hier deden. Je zullen de vrede ons leiden worden. En de wereld had je angst, maar ziet je troost. Ik had de wereld overkomen. I have overcome the world. Ik zie de wereld overkomen. En hij hier nu zegt, dat hij is de wereld overkomen. Dan hebben we in de eenheid. Jezus heeft beziet en hij dat aanbijden. Dat gevangenis hoe de Barnabas, dat kost je los worden. Wat immer dat is. Dat is een aangenemes jaar des Herrn. Dat wordt alles schuldlos, je wordt de kostreten die in land komen. Dat wordt zo toen die aangebeeld heeft. Die leeg wat u geleefd hast. Dat wat hij die voet genomen heeft. Hier is een aangenemes jaar. Dat is wat hij hier verkondigen heeft. En dat is de tijd waar we vandaag zijn. Ik neem dus een paar dingen op. Die begrenzing, die restrictions, die gaan nog veel weer. Hier man God zijn willen te doen. God zijn willen te zijn. God te gleichen. Dan worden we zijn willen doen. En dan wordt het ons niet zwaar zijn als in je boot nood te komen. Mocht de Heer ons zegenen. Laten we nog bidden. Himmlischer Vater, de beste God, wat alles in die hand heeft. De beste God, wat er te Juda zei, dus een ongeneme jaar van Herrn. Dus zullen wat die bang zijn, los zijn, die wat niet zijn kennen, zullen zijn kennen. En Herr, wie wel ook die zijn. Jezus, du hast dat verkündigt en du hast die zelfs aangeboden, du hast als een geschakte die arbeid voor dich gemaakt. En help ons dus alle tijd voor de ogen te hebben, dat we de dingen wat we beginnen, kunnen zo beginnen, zoals van du dat aanworst en dat du bekemmerd bent en dat we naar die checken en loeren zoals du dat was uitdraaien. Mogen we met de geduld des Herrn van hier wieder wandelen in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. $525.
525. Under his wings I am safely abiding, though the night deepens and tempests are wild. Still I can trust him, I know he will keep me. He has redeemed me, and I am his child. Under his wings, who from his love can sever? Under his wings my soul shall abide, safely abide forever. Under his wings, what a refuge in sorrow, how the heart yearningly turns to his rest. Often when earth has no balm for my healing, there I find comfort and there I am blessed. Under his wings, who from his love can sever? Under his wings my soul shall abide, safely abide forever. Under his wings, oh what precious enjoyment! There will I hide till life's trials are o'er. Sheltered, protected, no evil can harm me. Resting in Jesus, I'm safe evermore. Under his wings, who from his love can sever? Under his wings my soul shall abide, safely abide forever. Och ja, Jezus in vlechten, dat zei wie, zeg ja. En hij heeft ons losgekauft en dan zijn hart van vrede gesteld. We hebben nog een vers nemen met Filipper 4, de laatste vers. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Man kann den sehen.